Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönliche Geschichte teilen. So, und bevor wir anfangen mit unserem ersten Gast heute, möchte ich mich einmal kurz vorstellen bei euch. Ich bin bei Bruker seit 9 Jahren, habe angefangen mit meinem dualen Studium und bin mittlerweile im Bereich Marketing, Communication und Branding tätig und hier speziell für die interne Kommunikation und das Employer Branding. Wenn ich mal nicht für Bruker arbeite, dann stehe ich leidenschaftlich gerne in der Küche und koche und backe gerne, insbesondere dann, wenn wir auch Gäste erwarten. Als anderer Fun-Fact, meine liebste Jahreszeit ist Weihnachten. Also alles, was damit zu tun hat, Weihnachtsmarkt, auch die Zeit mit der Familie, Plätzchen backen, also alles, was dazugehört. Meine Motivation für den Podcast, das wird sich durch den gesamten Podcast ziehen, diese Frage. Mich inspirieren einfach die Menschen bei Bruker und auch ihre Leidenschaft für das, was sie einfach tun. Deshalb möchte ich diesen Menschen hier bei Bruker auch eine Plattform bieten, um eben ihre persönliche Geschichte mit uns zu teilen und da auch dann die gewisse Wertschätzung dafür zu erhalten. Und damit möchte ich jetzt gerne auch schon überleiten zu unserem heutigen Gast. Und zwar zum Thema Ettlingen Valley im Zentrum der Innovation haben wir heute den Markus Ziegler bei uns. Und wir werden über die lange Tradition und Unternehmensgeschichte von Bruker sprechen und dabei herausfinden, wie uns diese nachhaltig am Campus in Ettlingen auch noch zukünftig prägen wird. Hallo Lisa. Hallo Markus, schön, dass du bei uns bist. Möchtest du dich erstmal für unsere Gäste vorstellen? Ja, also erstmal danke, dass wir den Gedanken-Podcast aufgreifen und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum ersten Podcast. Mein Name ist Markus Ziegler. Ich leite die Abteilung Marketing, Communication und Branding hier bei Bruker Biospin und bin seit 2021 bei Bruker schon. Es sind tatsächlich schon 3,5 Jahre und die Zeit vergeht sehr schnell. In meinem Werdegang war ich seit 2001 tatsächlich in vielen Bereichen vom Marketing tätig und freue mich jetzt seit eben 3,5 Jahren bei Bruker zu sein und viele frische Themen, viele innovative Themen anzugehen. Sehr schön, Markus. Möchtest du uns denn auch mal erzählen, also wenn du mal nicht für Bruker arbeitest, was machst du denn dann sonst so? Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel Zeit ist, die du wirklich hast. Das ist etwas, was ich mit mir rumtrage tatsächlich, dass ich viel arbeite. Aber tatsächlich ist es so, dass meine Arbeit mich auch motiviert tatsächlich. Ich liebe das Thema Marketing. Ich liebe das Thema Marketing sehr. Es beschäftigt mich von daher auch in der Freizeit. Ich glaube, das habe ich mit vielen Mitarbeitern gemeinsam mit ihren Themen jeweils. Natürlich nicht jeder ist im Marketing, aber ich beschäftige mich auch in der Freizeit mit dem Thema sehr, sehr viel. Daneben passt ganz gut zu deinem Intro. Ich esse sehr gerne. Das sieht man mir auch nicht an, weil ich auch noch ganz gerne laufe. Ich gebe ganz gerne vor, mehr zu laufen, als ich tatsächlich tue, aber es passt momentan von meiner Figur eigentlich noch ganz gut so. Das ist doch dann eine gute Kombination. Du hattest jetzt schon angesprochen, dass eben das Thema Marketing für dich sehr viel Leidenschaft bedeutet. Jetzt möchte ich die fragen und für unsere Hörer auch als Information, zukünftig werden wir diese Frage auch in jedem Podcast wieder hören. Was inspiriert dich bei deiner Arbeit oder was treibt dich an? Was ist so deine persönliche Motivation jeden Tag? Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube, das kann man gar nicht so eindimensional beantworten, gerade vor dem komplexen Hintergrund von dem Arbeitsbereich, den Marketing mittlerweile abdeckt und innehat. Aber tatsächlich das permanente Dynamische, die permanente Innovation, die mit dem Thema verbunden ist. Wenn man sich überlegt, vor 25 Jahren, als ich mein Studium angefangen habe, da war Marketing noch komplett anders. Da gab es noch nicht so viel digitales Marketing. Man mag es kaum glauben, weil alles ist mittlerweile digitale Marketing, fast alles. Sowas wie Smartphone hat noch keiner gekannt, geschweige denn Social Media. Und das ist nur eine Beschreibung dessen, wie viel Dynamik da tatsächlich dahinter ist. Und mittlerweile sprechen wir ja über auch innovative Themen wie künstliche Intelligenz, generative KI, was natürlich auch Themen bei uns im Marketing sind. Und das ist etwas, was permanent motiviert. Und ich hatte ja gerade gesagt, eindimensional ist es schwierig zu erklären. Tatsächlich ist auch der Austausch mit vielen Kollegen über die Abteilungsgrenzen hinaus, mit den Kollegen hier in Ettlingen natürlich, aber auch der internationale Austausch. Das ist enorm motivierend tatsächlich für die Arbeit. Absolut. Das kann ich nur bestätigen, schätze ich auch sehr hier an Bruker.
Jetzt hatten wir im Mai, kürzlich hatten wir eine Feier zum Andenken Mhm. des Firmengründers Günther Laukin und auch eben dem Pionier Toni Keller, der auch Entscheidendes zu unserer Entwicklung beigetragen hat. In Vorbereitung auf diesen besonderen Tag, da hattest du dich auch eingehend eben mit der Unternehmensgeschichte beschäftigt. Jetzt würde mich interessieren, als jemand, der da nicht so viel Einblicke hatte, was ist denn dir besonders in Erinnerung geblieben während der Zeit? Genau, also der 23. Mai, das war genau dieser Tag. Das war der Tag, an dem Günther Laukin, unser Firmengründer, 100 Jahre alt geworden wäre. Leider nur im Konjunktiv, er war natürlich nicht dabei. Gleichzeitig haben wir an dem Tag auch noch Toni Keller geehrt, der leider auch nicht dabei war, der ist im vergangenen Jahr leider verstorben. Aber beide waren tatsächlich Pioniere bei uns, die enorm viel bewirkt haben. Über die Gründung hinaus von Günther Laukin hat er natürlich auch viele der Innovationen geebnet, die Bruker angestoßen hat. Und ganz bemerkenswert ist eigentlich, dass damals in den 60er Jahren, als Bruker gegründet wurde, es eigentlich verpönt war, als Wissenschaftler unternehmerisch tätig zu sein. Deswegen war das auch so ein Stück weit eine Zusammenarbeit mit dem Emil Brucker, für die es nicht wissen. Aber das war letzten Endes ein Novum, dass man als Wissenschaftler Unternehmen gründen konnte. Und irgendwann war es dann erlaubt und dann wurde das auch ein bisschen Mode und gehörte zum guten Ruf. Aber bis dahin kann man eigentlich schon sagen, dass Günther Laukin ein Pionier war und ein Vorreiter dieser Ansätze war. Und wir schauen alle tatsächlich sehr, sehr neidisch immer ganz gerne auf amerikanische Konzerne im Silicon Valley speziell. Aber tatsächlich, wenn man sich mal die Firmengeschichte anschaut, die Innovation, gerade in den 60er und 70er Jahren, das war schon enorm, die dort entstanden ist. Und das hat sich dann auch weitergeführt natürlich. Und das haben wir auch schön, glaube ich, zeigen können bei der Feier am 23. Mai, als wir dann die Familie Laukin da hatten und auch die Familie Keller auch da hatten und mit uns gemeinsam gefeiert haben. Absolut. Also, auch ich durfte an dem Tag teilnehmen und auch man hat eben diesen Innovationsgeist definitiv gespürt. Das waren auch viele ehemalige Kollegen dabei, die ganz viel Freude, glaube ich, dabei hatten, auch zu sehen, wie sich mittlerweile Bruker auch entwickelt hat. Und was für mich auch besonders in Erinnerung geblieben ist zum Beispiel auch eben die Tatsache, dass aufgrund eben auch einer gewissen Leidenschaft, zum Beispiel eben, in Richtung, Meerestechnik, wir auch Mhm. irgendwann mal außerhalb unseres, Ja. Standardportfolios, U-Boote, hergestellt haben, auch wenn es wahrscheinlich nicht viele an der Zahl war, aber das zeigt ja auch schon, dass da eben diese gewisse Leidenschaft und auch eben die Wissbegier und Innovation einfach auch im Vordergrund stand. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eines dieser Themen, die ganz gerne genommen wird, um zu zeigen, dass Bruker wissensgierig ist. Das ist ein schöner Begriff übrigens, wissensgierig da zu sein. Und die Bruker Meerestechnologie mit unserem U-Boot hier vor der Eingangstür ist natürlich nur ein Beispiel dieser Wissbegierigkeit und der Innovationskraft, die wir haben. Ja, wir hatten ja die Studenten letztens da, die haben auch ganz interessant auf das U-Boot geguckt. Viele fragen sich auch, warum ist ein U-Boot hier in Ettlingen? Wo ist das nächste Meer? Das ist ein bisschen entfernt, das wissen wir alle. Aber ich finde, das zeigt diese Neugier, die ich zumindest spüre seit 3,5 Jahren hier bei Bruker. Das zeigt diese Neugier enorm. Und die ist von außen manchmal nicht so sichtbar, aber es gibt sie tatsächlich und die ist ganz tief verankert, diese permanente Neugier. Mhm. Ja. Und das zeichnet Bruker auch für mich so ein Ja. Stück weit aus. Jetzt haben wir über den Standort Ettlingen auch gesprochen. Und natürlich, wenn wir von der Unternehmensgeschichte sprechen, dann hat natürlich auch Ettlingen schon eine große Bedeutung. Wie trägt denn dieser Standort zur Identität des Unternehmens bei? Also ich glaube, man kann den gar nicht unterschätzen, dieser Standort und wie stark er zur Identität beiträgt, weil wir sind hier der größte Standort von Bruker weltweit mit 1100 Mitarbeitern circa. Wenn man die Bruker Optics auch noch mit dazu nimmt, die ja tatsächlich uns hier am Campus auch mitbegleitet letzten Endes. Wir haben hier in Ettlingen unseren Campus etabliert und Campus ist ein schöner Begriff, weil das zeigt auch wirklich diese wissenschaftliche Verankerung, die wir haben. Und die Identität, die wir hier aufbauen und aufgebaut haben in den letzten Jahren, ich denke, die ist beschreibend und die können wir auch noch weiter aufbauen, die wollen wir auch noch weiter ausbauen und zeigt eigentlich sehr, sehr schön, wie ein großes Unternehmen wie Bruker mittlerweile immer noch diese Innovation tief verankert hat und den Austausch fördert tatsächlich. Ja.
Ja, absolut. Also, man merkt natürlich auch eben jetzt auch, was du angesprochen hattest, dass uns die Bruker Optics begleitet, dass wir da auch immer weiter zusammenfinden, dass, was oft gesagt mit One Bruker auch, tatsächlich, mal Realität wird. Ich glaube, da arbeiten wir alle fest dran und, das, wird sicherlich mal ein schönes Thema auch, für nächsten Podcast sein. Ja, Ettlingen ist ja auch eines der Standorte, also Fellern natürlich und früher war es Rheinstetten, aber Ettlingen ist einer der Standorte, die tatsächlich schon sehr, sehr lange gibt. Wir haben ja mit der MRI hier begonnen, mit dem sogenannten MRI Tower, wo die Parkplätze noch vor der Tür waren, ein großes Feld und man konnte es auf den Bildern, die ich durchwälzen durfte, im Zuge der Feier, konnte man auch sehr schön sehen, wie sich das entwickelt hatte. Dann kam die Pagode dazu, dann kam eine weitere Pagode dazu und so wurde es Schritt für Schritt größer, dann mit Bruker Optics. Und mittlerweile haben wir viele Gebäude hier und tatsächlich enorm innovative Gebäude plus Photovoltaikanlage plus Heliumrückgewinnung und auch dieser Campus Innenhof, der wird ja weiter ausgebaut und weiter modernisiert und weiter auch genutzt werden für verschiedene Zwecke. Wie zum Beispiel auch die Feier, wo wir es ja schon nutzen, unsere Weihnachtsfeiern, Sommerfeste etc. und Familienfest zum Beispiel. Also ich glaube, dieser Campus hier in Ettlingen ist schon enorm prägend für die Kultur und etwas Tolles, Einzigartiges fast schon, was kaum andere Unternehmen in der Form aufweisen können. Und das weiß ich persönlich sehr zu schätzen tatsächlich. Mhm. Auch ich habe dann die Entwicklung mitbekommen jetzt so in den letzten 9 Jahren und das ist echt schon, beeindruckend, was wir da, alle gemeinsam aufgebaut haben, also natürlich auch die Mitarbeitenden, die alle daran beteiligt waren. Jetzt, haben wir immer so ein bisschen gesprochen von einmal der Unternehmensgeschichte und Tradition, aber auch natürlich, Innovation, die uns vorantreibt. Wie schafft es Bruker denn, die Tradition des Unternehmens, zu bewahren und gleichzeitig aber auch weiterhin innovativ zu bleiben? Ja, ich kann von meiner Seite her tatsächlich sagen, ich glaube, das ist wirklich verankert mit dem sehr, sehr starken Commitment, sagt man mittlerweile. Man nimmt das englische Wort, aber tatsächlich auch dem Verständnis, etwas als Verantwortung zu haben und etwas voranzubringen und hier in Bruker etwas erreichen zu wollen, zusammen mit Wissenschaftlern, zusammen mit unglaublich vielen intelligenten Menschen, die wir haben. Und ich glaube, das ist eines dieser Elemente, dieser Bestandteile, die uns helfen, Innovation voranzutreiben und tatsächlich dann auch das Gefühl, das damit vermittelt wird. Ich habe da ganz gerne das Zitat in meinem Kopf, das von einer Schriftstellerin und einer Menschenrechtsaktivistin, Maya Angelou. Viele kennen das vielleicht, das ist ein relativ bekanntes Zitat, aber es zeigt letzten Endes, dass es um das Gefühl geht, das vermittelt wird. Und das merkt man, sobald man hier bei Bruker ankommt und sobald man hier bei Bruker arbeitet. Weil tatsächlich man vergisst sehr, sehr schnell, was gemacht wurde und man vergisst sehr, sehr schnell, was gesagt wurde. Aber dieses Gefühl, das entsteht, wenn man bei Bruker arbeitet und das Gefühl, was auch übrigens im Zuge der 100-Jahre-Feier entstanden ist, das vergisst man tatsächlich nicht. Und das war ein enorm starkes Gefühl von Innovation, natürlich Integrität, wie unsere Tagline auch sagt, Innovation with Integrity, aber noch mehr dieses Verantwortungsbewusstsein, um neue Erkenntnisse zu schaffen oder zu ermöglichen mit Wissenschaftlern, die dann teilweise eben auch Nobelpreise gewinnen und andere Themen ausgezeichnet werden. Und das ist schon sehr bemerkenswert und enorm, enorm wertschätzend auch für jeden, der daran beteiligt ist. Absolut. Also, grade eben so, wie du sagst, also, man hat auch eben die Möglichkeit, grade jetzt im Zuge der 100-Jahr-Feier, da war eben der Kurt Wüttrich da als Nobelpreisträger. Das ist auch schon sehr beeindruckend, dass man auch eben solche bekannten, Wissenschaftler hier am Campus hat, die Bruker auch, in gewisser Weise wahrscheinlich begleitet haben in ihrer Entwicklung, unterstützt Ja. haben, mit denen Zusammenarbeit stattgefunden hat. Auch die anderen Speaker, die hier waren, auch das hat man gemerkt, dass die auch sehr verbunden sind mit Bruker und da uns natürlich auch, mit Auf jeden vorangebracht Fall. haben. Hätte mir jemand vor 5 Jahren oder 10 oder 20 Jahren gesagt, ich werde mal einen Nobelpreisträger die Hand schütteln oder am Ende des Tages durfte ich Herrn Wüttrich auch noch zurück zum Hotel fahren, dass er bei mir im Auto sitzt, ich glaube, ich hätte das auf keinen Fall unterschreiben können und auf keinen Fall geglaubt. Tatsächlich in meinen kühnsten Träumen nicht, aber es war tatsächlich so und das sind am Ende auch nur Menschen, aber man kommt dann diesen wirklich tollen, intelligenten Wissenschaftlern enorm nahe und das ist enorm wertschätzend, da dran mitzuarbeiten.
Absolut. Und auch natürlich nicht nur diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, außerhalb von Bruker eben zur Entwicklung der Wissenschaft beigetragen haben, sondern auch die Mitarbeitenden hier bei uns im Unternehmen. Also es waren ja auch eben ehemalige Mitarbeitende dabei, aber auch aktuelle Mitarbeitende, die da einfach auch einen Grundstein gelegt haben für die Weiterentwicklung der Wissenschaft, zum Beispiel in den Einstieg auch in den Hochfrequenzbereich mit den Gigahertz-Magneten. Da hat man einfach auch gemerkt, dass die Leute dafür brennen. Und das ist auch schön, finde ich, zu sehen. Das ist ja genau das, was ich versucht habe vorher zu beschreiben, was du jetzt auch gerade sagst, dieses Feuer und dieser Antrieb, den man bekommt, wenn man hier mitarbeiten darf an tollen Geschichten. Und man kann das eigentlich gar nicht genug wertschätzen, was wir hier haben, weil in vielen Unternehmen vergleichbarer Größe oder natürlich größer, aber auch kleiner, ist es nicht so möglich, eigene Ideen voranzutreiben. Natürlich immer im großen Bild. Was kann es bewirken mit den Kollegen, mit den Lösungen, die wir haben, aber Ideen und Innovation voranzutreiben. Das ist ja etwas Besonderes und das weiß ich auch sehr zu wertschätzen. Ich hatte vorhin ein paar Themen genannt, die es mir möglich machen, voranzutreiben und die auch zu platzieren und auch den Nutzen natürlich aufzuzeigen, was es für uns, für unsere Kunden bewirken kann. Ja, auch wenn du jetzt nochmal das Thema Kunden ansprichst, auch da natürlich die Mitarbeitenden, die bei uns unterwegs sind, die haben natürlich auch schon intrinsisch eine gewisse Motivation, auch das Beste eben für unseren Kunden rauszuholen. Genau. Und auch das ist natürlich eine Tatsache, die wirklich sehr beeindruckend ist. Auch eben nicht nur diese Kundenbeziehung, sondern alles, was darüber hinausgeht. Richtig, ja. Also man sagt ja auch immer, ne, diesen zusätzlichen Schritt, den die Mitarbeitenden dann tun, um einfach dann wirklich das Beste im Namen von Bruker auch zu tun. Da schließt sich auch so ein bisschen dieser Kreis zum Titel, den wir genannt haben, Ettlingen Valley, Zentrum der Innovation. Es weiß, glaube ich, kaum jemand außerhalb von Bruker, was für Innovationskraft hier mit dem Unternehmen verbunden ist. Und gerade hier in Ettlingen, dass hier so ein Weltmarktführer bei vielen Lösungen, bei vielen Technologien auch sitzt und innerhalb der Technologieregion fast schon ein Unicorn darstellt, wenn man so möchte, das ist vielen nicht bekannt und sowas auch mir nicht bekannt, bevor ich hier begonnen habe tatsächlich. Also da kannte ich vielleicht das Logo. Ich habe das mit eher etwas verbunden, was ein bisschen gefährlich wirkt, wegen dem Logo, wegen der Darstellung. Aber als ich dann Bruker kennenlernen durfte, dann habe ich auch tatsächlich gespürt, okay, da ist viel mehr und da ist unglaublich viel Spaß bei der Arbeit dann dabei. Natürlich auch Arbeit, klar, aber das kommt dazu. Es ist Spaß und Arbeit gleichzeitig. Aber das gab viele Möglichkeiten dadurch und das weiß ich sehr zu schätzen, wirklich. Ja, und das ist absolut das, was Bruker auszeichnet, was auch ich immer gemerkt habe. Natürlich durch die Tätigkeit in der internen Kommunikation hatte ich die Freude, auch sehr viele Kollegen auch außerhalb dem Standort Ettlingen kennenlernen zu dürfen. Und auch da ist es für mich immer wieder beeindruckend und auch eben inspirierend, wie die Leute über ihre Arbeit sprechen, mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft sie da am Werk sind. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal, welche Rolle die Mitarbeitenden in dieser Erfolgsgeschichte von Bruker auch haben. Also ich glaube, das spiegelt das ganz gut wider. Jetzt so abschließend noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wie siehst du denn die Entwicklung am Standort in Ettlingen in den nächsten Jahren? Ja, das ist natürlich immer schwierig zu prophezeien, wie genau die Entwicklung sein wird. Aber erstmal sehe ich die Entwicklung positiv. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiges Statement. Auch gerade in der aktuellen Zeit, wo hier und da viele Unsicherheiten sind, geopolitisch und auch in Deutschland aufgrund der Wirtschaftslage. Ich sehe die Entwicklung enorm positiv. Ich kann jetzt natürlich nicht für Firmen Projektionen sprechen letzten Endes. Das darf ich auch gar nicht. Aber der Standort, der ist wunderbar ausgestattet. Und ich glaube, dieser Zusammenkommen mit den Mitarbeitern über den Campus und auch mit Mitarbeitern von anderen Divisionen wie der Bruker Optics ist hier einfach die besten Voraussetzungen geschaffen. Von daher freue ich mich tatsächlich auf die Zukunft hier am Standort und in Ettlingen und auch zukünftig darüber hinaus an den anderen Standorten von Bruker weltweit. Das lässt uns doch sehr positiv in die Zukunft blicken, würde ich sagen. Dann möchte ich mich gerne bei dir bedanken, Markus, für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Und das war's heute bei We Discover Together im Bruker Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify, auch auf YouTube, um eben keinen zukünftigen Podcast und keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke. Tschüss.